Assalamu alaikum, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich nach langer Zeit wieder ein Video zu Sprossen drehen, denn Sprossen sind etwas ganz Besonderes, weil aus schlafenden Körnern, die in Wasser eingeweicht werden, wahre Vitalstoffkraftwerke entstehen, die reich an aktiven Enzymen, wertvollen Antioxidantien und anderen Vitalstoffen sind. Während man dieses Superfood auf einfachste und günstigste Weise in den eigenen vier Wänden das ganze Jahr über selbst ziehen kann. Jeder Mensch wäre daher gut beraten, wenn er dieses günstige, frische und überaus gesunde Gemüse täglich in den Speiseplan integrieren würde. Wir fangen hier mit den einfachsten Sprossen an, das sind die Mungebohnen, die wir hier jetzt in ein Keimglas geben. Dieses werden wir dann mit Wasser auffüllen, eine Nacht stehen lassen und am nächsten Tag dann abgießen. Die Prozedur ist mit fast allen Sprossen die gleiche. Man lässt sie eine Weile lang im Wasser stehen. Die meisten Keimsaaten kann man über Nacht im Wasser stehen lassen. Einige wenige reichen, wenn man sie nur 2 Stunden einweicht, zum Beispiel Quinoa, aber alles andere wird meistens über Nacht eingeweicht und dann wird das Wasser, wie wir das hier jetzt sehen, abgegossen. Und wie wir dann später noch sehen, zweimal täglich einfach wieder durchgespült, bis am Ende die Sprossen daraus entstanden sind, wie wir das jetzt hier sehen. Die 2 Tage des Keimens haben wir hier jetzt übersprungen. Das geht ja relativ schnell mit den Mungbohnen und ebenso schnell geht das hier auch mit den Berglinsen. Mit denen machen wir genau das gleiche hier nochmal, weichen die wieder über Nacht in Wasser ein und am nächsten Tag werden sie dann zweimal durchgespült und ansonsten keimen gelassen. Diese 2 Linsensorten sind so ziemlich die günstigsten zu erstehen, während sie in Form der Sprossen dann wirklich sehr ergiebig sind. Beide Sorten benötigen maximal 2 bis 3 Tage, bis sie dann gekeimt sind und man sie dann verzehren kann und auch im Kühlschrank lagern kann. Sprossen sind einfach ein wahres Wundernahrungsmittel, denn sie sind selbst nach der Ernte noch lebendig und liefern dem Körper daher unglaublich frische Vitalstoffe. Erst der Keimprozess an sich ermöglicht es uns, die Sprossenkeimlinge mit all ihren wertvollen Inhaltsstoffen roh zu uns nehmen zu können. Die harten Samenkörner werden während der Keimung weich und gut bekömmlich, da sich ihre Struktur grundlegend verändert. Das ist der Boxhornkleesamen, eine uralte Heilpflanze, die bereits von den Benediktinermönchen in ihren Klostergärten kultiviert wurde. Die Samen und so die Sprossen des Boxhornklees helfen bei der Stärkung von Menschen mit Untergewicht oder auch von Menschen in der Erholungsphase nach einer langen Krankheit. Außerdem konnten wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich Boxhornkleesamen dazu eignen, die Insulinresistenz bei Diabetes Typ 2 Patienten zu reduzieren und deren Blutzuckerspiegel in Balance zu halten. Wie bei allen Sprossen werden Enzyme durch das Wasser aktiviert und bringen den Stoffwechsel und das Wachstum der ruhenden Samen in Gang. Die Produktion von Nährstoffen, Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen und anderen Vitalstoffen wird beim Keimen angekurbelt, das Samenkorn beginnt zu wachsen und zu leben. Das Keimen von Samen, Nüssen, Getreide und Hülsenfrüchten erhöht deren Enzymanteil auf das bis zu 43-fache des ungekeimten Samenkorns. Beim Verzehr von Sprossen können diese bioverfügbaren Enzyme unseren Organismus aktivieren und uns dabei helfen, die Nährstoffe, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen, besser zu verdauen. Ein Salat aus verschiedenen Sprossen enthält, verglichen mit einem herkömmlichen Salat aus beispielsweise Kopfsalat, 5-mal mehr Proteine, 6-mal mehr Vitamin C und 7-mal mehr Vitamine des B-Komplexes und kostet ganz nebenbei nur die Hälfte. Subhanallah. Hier geben wir die Boxhornkleesamensprossen in den Salat, wo auch schon Kichererbsensprossen drin sind, als auch fermentiertes Gemüse, verschiedene Samen und eben ganz normales Gemüse. Durch die Sprossen wird eben dieser Salat um ein Vielfaches aufgewertet. Sprossen weisen zudem unter allen Nahrungsmitteln die höchste Konzentration an Nährstoffen pro Kalorie auf. Der Nährwert von Sprossen ist um ein Vielfaches höher als jener des ursprünglichen, nicht gekeimten Korns, seien es Samen, Bohnen oder Nüsse. Sprossen enthalten große Mengen an Antioxidantien, die Zellschäden abwenden und uns zugleich vor zu frühem Altern schützen. Ein weiterer Vorteil von Sprossen besteht darin, dass man kaum Vorbereitungszeit für deren Zubereitung braucht. Man muss sie nicht waschen, schälen oder pellen und auch nicht klein schneiden. Man kann sie einfach so genießen. Selbstgezogene Sprossen bieten unzählige nährstoffliche Vorteile. Während sie auf unterschiedlichste Weise verwendet werden können, also in Salaten, in Smoothies, in Suppen, in Gemüsepfannen, auf dem Brot, in Soßen und so weiter. Ich gebe sie meistens in den Salat, die wir gerade gesehen haben, aber auch in Smoothies oder in mein selbstgemachtes Sprossenbrot. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken.
Hier ziehen wir jetzt Radieschensprossen heran, wie wir sehen, die sich wie alle Sprossen durch einen noch höheren Nährstoffgehalt als die Speicherknolle selbst auszeichnen. Und wie man weiß, sind Radieschen selber schon sehr, sehr gesund. Sie reduzieren zum Beispiel das Diabetesrisiko. Sie schützen außerdem vor Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. So wirkt das Senföl Sulforaphan darin, welches auch im Brokkoli vorkommt, stark antioxidativ und kann den Magengeschwür-Verursacher Helicobacter pylori unschädlich machen. Zudem ist dieses Senföl in der Lage, Krebszellen abzutöten und den Körper vor Giftstoffen zu schützen. Auf die Vitalstoffe bezogen brilliert das Radieschen durch seine Vielfalt. Es enthält insgesamt mehr als 20 Vitamine und Mineralstoffe. Und da sich die Sprossen durch einen weitaus höheren Nährstoffgehalt auszeichnen als die Knolle selber, kann man sich ungefähr vorstellen, wie überaus gesund diese Radieschensprossen sind. Hier sehen wir jetzt die Brokkoli-Keimsaat. Und zwar ist der Brokkoli der Ferrari unter den Keimsaaten. Denn Brokkolisprossen sind berühmt für ihren zusätzlichen Gehalt an Sulforaphan. Dabei handelt es sich um ein bereits in der Medizin eingesetztes Antioxidant, das zwar auch im gewöhnlichen Brokkoligemüse steckt, in einer sehr viel größeren Menge aber in den Brokkolisprossen vorkommt. Und zwar ist die Sulforaphan-Menge in Brokkolisprossen 50 mal höher als jene im Brokkoligemüse. Das Senföl Sulforaphan wurde in den vergangenen Jahren sehr intensiv von der Wissenschaft untersucht und seine krebsbekämpfenden Eigenschaften wurden dabei immer wieder bestätigt. Statt also Brokkoli roh zu essen, der im Laden, je länger er dort liegt, umso mehr seiner Vitalstoffe verliert, sollte man lieber Brokkolisprossen essen, denn die sind wie alle Sprossen so frisch, wie es frischer nicht geht, da sie sogar auf dem Teller noch weiter wachsen und man kann mit ihnen bei ungefähr 30 Gramm Brokkolisprossen die gleiche Menge an Antioxidantien zu sich nehmen wie mit 3 Pfund Brokkoligemüse. Sulforaphan bekämpft also nicht nur Krebs, sondern kann außerdem bei der Behandlung von Alzheimer helfen und ganz nebenbei auch noch jene Enzyme blockieren, die Arthritis verursachen. Ideal wäre es daher, sich regelmäßig Brokkolisprossen zu ziehen und diese in den Speiseplan zu integrieren, ebenso wie Radieschensprossen. Denn beide enthalten Senföle und Senföle wirken antibiotisch, krebsfeindlich und entgiftend. Und das Sulforaphan, welches wie gesagt in beiden enthalten ist, ist eben der Powerstoff, der eben eine starke Waffe gegen Krebs ist, bei Magenkrebs und Magengeschwüren hilft, wirksam bei therapieresistentem Bauchspeicheldrüsenkrebs sogar ist, der auch bei Arthritis und Arthrose hilft und gegen Atemwegserkrankungen. So sehen jetzt eben die Brokkolisprossen aus, wenn sie verzehrfertig sind. Jetzt kann man sie wunderbar in einen Salat geben oder in eine Wrap zum Beispiel. Sie schmecken sogar relativ neutral, besitzen diese Schärfe nicht, die Radieschensprossen zum Beispiel haben. Ja, die kleinen würzigen Keimlinge aller Sprossen werten mit ihrem Reichtum an Vitaminen, hochbioverfügbaren Mineralstoffen, lebendigen Enzymen und aktiven Antioxidantien jede Mahlzeit hervorragend auf. Gesundheit pur, die sich jeder zu Hause ganz leicht selbst ermöglichen kann. Hier kommen wir jetzt zu den Alfalfa-Samen. Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet Alfalfa Vater aller Nahrung, was sich auf den erstaunlichen Nährwert dieser Pflanze gründet. Alfalfa zeichnet sich als pflanzliche Proteinquelle aus und gilt als wahres Vitalstofflager. Neben den Vitaminen A, B1, B6, C, E und K spendet das Sprossengemüse bemerkenswerte Mengen an Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen, Zink und Phosphor sowie die essentiellen Aminosäuren Tyrosin und Tryptophan. Für die Ernährungswissenschaft besonders interessant ist der hohe Anteil an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien und Chlorophyll, der sich präventiv auf die Gesundheit auswirkt. Der hohe Chlorophyllgehalt von Alfalfa-Sprossen, später wenn sie dann zu Sprossen geworden sind, macht ihn zum alkalisierenden Unterstützer unseres Säurebasenhaushalts. Vor allem die Leber profitiert von seinen entgiftenden Fähigkeiten. Die enthaltenen Antioxidantien machen sich in unserem Organismus überdies als Radikalfänger verdient und bieten möglicherweise sogar einen natürlichen Strahlenschutz. Darüber hinaus soll Alfalfa blutreinigend wirkend und vor Pilzinfektionen schützen. In der traditionell chinesischen Medizin werden mit dieser Powerpflanze außerdem Nierensteine, Wassereinlagerungen und Schwellungen behandelt. Ferner sollen sie entzündungshemmend, fiebersenkend, blutstillend und appetitanregend sein, als auch den Cholesterinspiegel regulieren können. Wissenschaftler sehen den größten gesundheitlichen Wert von Alfalfa-Sprossen in ihrem Saponingehalt, der mit dem Keimprozess
450% ansteigt. Saponine sind oberflächenaktive Verbindungen, die sich vor allem im Darm nützlich machen. Saponine können daher die Produktion von entzündungsfördernden Giftstoffen im Darm reduzieren. Auch gegen Viren und Pilze sollen diese sekundären Pflanzenstoffe wirksam werden, indem sie schädliche Bakterien vernichten und das Wachstum nützlicher Bakterien fördern. Selbst mit Tumorzellen nehmen es Saponine auf. Subhanallah. Tatsächlich haben sich die in Alfalfa vorkommenden Saponine bei klinischen Tests als vielversprechendes Behandlungsmittel für Autoimmunerkrankungen erwiesen. Subhanallah. In jedem Fall stärkt man mit Alfalfa die eigenen Abwehrkräfte und das Immunsystem wird es einem danken. Alfalfa-Samen sind richtig günstig zu erstehen, so wie eigentlich alle Keimsaaten, wenn man bedenkt, wie stark sich diese am Ende durch das Resultat potenzieren. Es lohnt sich daher allemal, diese überaus gesunden, chlorophyllhaltigen Sprossen regelmäßig zu Hause selber zu ziehen und zu verzehren. Jetzt kommen wir noch zu den Hanfsamen, die mit einer sehr guten Omega-3-Fettquelle aufwarten können. Sehr viel öfter findet man die geschälten Hanfsamen im Bioladen, die sogar aus unerklärlichen Gründen teurer sind als die ungeschälten, obwohl ihnen ja schon eine Menge der Nährstoffe fehlen, einfach dadurch, dass sie geschält sind. Ich schätze aber, dass es daran liegt, dass sie dann eben besser schmecken, dass man sie leichter verwerten kann. Man kann Smoothies daraus machen, Dressings und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, ich kaufe mir immer die ungeschälten, weil sie einfach sehr viel gesünder sind und bringe sie eben zum Keimen. Allerdings kann man die Hanfsamen nicht sehr lange keimen, weil sie sehr schnell anfangen zu riechen. Deshalb sollte man sie maximal 1 bis 2 Tage keimen. Sobald ein ganz kleiner Fortsatz zu erkennen ist wie hier, sollte man mit dem Keimprozess aufhören, sie gründlich durchspülen und dann im Dörrautomat trocknen. Durch den Keimprozess, selbst wenn es nur ein sehr kurzer ist, vervielfältigt sich nochmal das ohnehin große Füllhorn an Nähr- und Vitalstoffen, welche die Entstehung von Krankheiten verhindern und natürliche Alterungsprozesse im Körper verlangsamen. Denn Hanfsamen sind ein Superfood. Sie enthalten unter anderem Calcium, Kalium, Magnesium, Schwefel und Eisen sowie die Vitamine A, B, C, D und E. Außerdem eine ausreichende Menge an gesundheitsfördernden Omega-3-Fettsäuren, kombiniert mit der seltenen Gamma-Linolensäure, eine Omega-6-Fettsäure sowie jede Menge Antioxidantien. Viele dieser Nähr- und Vitalstoffe, insbesondere Zink, Magnesium und Eisen, sind in relevanten Mengen im Hanfsamen enthalten. Somit ist nicht nur das aus den Hanfsamen gewonnene Hanföl ein echtes Superfood, sondern natürlich die Samen an sich ebenfalls und gehören damit zu den Lebensmitteln mit äußerst interessanten gesundheitsfördernden Eigenschaften. Die im Hanfsamen enthaltenen hochwirksamen Antioxidantien, wie zum Beispiel das Phytol, bekämpfen sogenannte freie Radikale. Daher zeigen Hanfsamen eine umfassend präventive Wirkung auf den Organismus, denn sie stärken das Immunsystem und schützen unsere Zellen vor Entartung. Eine weitere wichtige Eigenschaft der Antioxidantien ist, dass sie Entzündungen entgegenwirken und so zum Beispiel Arthritis, Diabetes, Multiple Sklerose, Krebs usw. vorbeugen, also Erkrankungen, die allesamt mit chronischen Entzündungsprozessen einhergehen. Die in Hanfsamen enthaltene Gamma-Linolensäure hemmt zudem die Ausschüttung von entzündungsfördernden Stoffen im Körper. Darüber hinaus ist diese Fettsäure der Ausgangsstoff für die Herstellung von Prostaglandin, ein Gewebshormon, das sich überall im Körper befindet und dort diverse Prozesse reguliert, unter anderem steuert es Entzündungsreaktionen. Hier sehen wir jetzt, wie ich die Hanfsamen in diesem Dörrautomaten trockne. Die unterste Schiene habe ich hier mit Äpfeln belegt, um eben den gesamten Automaten gut auszunutzen. Ja, und sobald diese Samen dann komplett trocken sind, dann kommen sie in einen luftdichten Behälter und werden dort aufbewahrt, sodass ich sie dann täglich in meinen Salat geben kann. Interessant ist übrigens auch, dass es ein Dorf in China gibt namens Bama Yao, wo die Menschen über 100 Jahre alt werden und sich bei bester Gesundheit befinden sollen. Und dafür verantwortlich soll höchstwahrscheinlich der regelmäßige Verzehr von Hanfsamen sein, welche dort regelmäßig und in größeren Mengen verzehrt werden als anderswo. Subhanallah. Hier zeige ich euch jetzt noch, wie ich meinen Hanfsamen dann jeden Tag in den Salat gebe.
Das hier sind getrocknete Papayakerne, die ich noch aus Namibia habe. Die kommen auch in den Salat. Dann 2 bis 3 Handvoll von diesen Berglinsensprossen, die ich gerade hier habe. Je nachdem, welche Sprossen ich gerade zur Hand habe. Und das hier sind eben die Alfalfa-Sprossen, die kommen auch noch dazu. Ich versuche eben wirklich immer mindestens eine Sprossensorte vorrätig zu haben, um sie in meinen Salat zu geben. Und hier kommen jetzt die Hanfsamen, die getrockneten und vorher gekeimten Hanfsamen hinzu. So benutze ich die eben, indem ich sie halt in den Salat gebe. Dann gebe ich auch immer von meinem fermentierten Gemüse in den Salat, was eben sehr gut für die Darmflora ist. Damit habe ich eben die Neurodermitis meiner kranken Mutter geheilt, Subhanallah. Das könnt ihr in meinem Namibia-Video nachschauen. Gerne kann ich euch auch nochmal meine Fermentiervideos hier oben verlinken. Das ist jetzt hier die Natursalzsole. Damit salze ich dann meinen Salat. Das Video dazu kann ich euch hier auch nochmal verlinken, inshallah. Anstelle von Essig gebe ich dann immer noch mein natürliches Antibiotikum hier hinzu in den Salat. Zu den Papayakernen, die ich am Anfang hinzugegeben hatte, wollte ich noch erwähnen, dass die eben sehr gut gegen Parasiten wirken. Deshalb gebe ich die auch jeden Tag in meinen Salat. Und dann natürlich immer eine kaltgepresste, native, gesunde Fettquelle. Und seit neuestem darf Folgendes auch niemals in meinem Salat mehr fehlen. Und zwar ist das Brennnesselpulver. Mein Video dazu kann ich hier auch nochmal verlinken. Ja, das dazu. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video inspirieren konnte, in Zukunft auch Sprossen selber zu Hause zu ziehen und diese täglich in den Speiseplan zu integrieren. Denn Sprossen sind Vitalkost, die man sich nicht besser und frischer wünschen könnte. Und es gibt kaum ein gesünderes und frischeres Gemüse als Sprossen, während sie einfach und günstig zu ziehen sind und jeder diese zu Hause selber ziehen kann. Damit wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.